30 Tage kein Deo im Hochsommer, mehrfach, weit über 30 Grad. Klingt wie der Anfang eines schlechten Geruchs, ist aber der Beginn von etwas ganz anderem. Riech mal. Ich werde 30 Tage lang testen, ob mein Körper ohne Deo den Schweißgeruch selbst reguliert. Außerdem klingen die angeblichen Effekte ziemlich gut. Von besserem Körpergeruch, über Geld sparen, bis hin zu automatischem Umweltschutz. Aber das wird eine Herausforderung. Und zwar nicht nur für mich. Denn in den nächsten 30 Tagen drehe ich mit einem Filmteam in engen Räumen, halte ein wichtiges Seminar auf engstem Raum ohne Klimaanlage und bin auf Hochzeiten und Geburtstagen, wo ich Menschen unangenehm nahe kommen werde. Und ganz am Ende gibt es den ultimativen Riechtest. Warum plane ich meine Experimente eigentlich immer so, dass mein privates und berufliches Leben auf dem Spiel steht? Mal sehen, wie viele Freundschaften dieses Experiment überleben. Morgen gibt es eine erste krasse Probe. Ich werde jetzt die nächsten 3 Tage den ganzen Tag mit vielen, vielen Leuten zusammen sein und es wird sehr heiß. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Vor allem, was ist, wenn ich so unangenehm rieche durch das ganze Schwitzen und die Hitze, dass mir jemand Deo anbietet und ich dann sagen muss, nee, danke. Brauche ich nicht. Die Regeln. Ich werde in den nächsten 30 Tagen kein Deo, kein Antitranspirant oder ähnliches, aber auch keinerlei Parfüm benutzen dürfen. Zum Duschen darf ich nur neutral riechendes Duschgel einsetzen. Der Schweiß bekommt Raum. Die erste Feuerprobe ist ein 3-tägiger Horrorfilmdreh ohne Budget, Bezahlung oder Klimaanlage. Mit einer Handvoll befreundeter Profis, Hitze über 30 Grad und vielen Gefallen. Ich bin da und mir ist eine Sache wieder eingefallen, die wichtig ist an solchen Drehtagen. Entspannung. Das stimmt. Allerdings weiß ich nicht, wie entspannt ich sein werde, wenn einer dauerhaft mieft. Und zwar ich. Wieso kommt hier nichts raus? Wie immer bei Privatdrehs haben wir natürlich eine Menge Leute am Start, die einfach kommen, um zu helfen. Das heißt, für mich ist es super wichtig, als Regisseur darauf zu achten, dass das kein stressiges, unangenehmes Hardcore-Druckprojekt wird. Es muss Spaß machen, es muss schön sein. Auch nur so funktioniert es, dass kreative Dinge entstehen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn mich nach dem Dreh nicht alle ekelhaft finden, denn ich würde gern wieder mit diesem Team drehen. Außerdem spricht sich in der Filmszene alles sehr schnell rum. Und so startet der erste Tag bei 29 Grad. Wir drehen in einem engen Gang und kommen uns wirklich immer wieder sehr nah. Da der Dreh an sich aber viel Spaß macht und meine Konzentration dauerhaft gefragt ist, vergesse ich das Experiment komplett. Ich bin ganz bei der kreativen Arbeit und es gibt einen weiteren Vorteil am ersten Tag. Der Gang, in dem wir drehen, ist schön kühl, da er wie ein Keller ist. Trotzdem schwitze ich, vor allem auf der Fahrt nach Hause, alleine, ohne andere zu belästigen. Und nach einer kalten Dusche geht es mir sehr gut. Aber jetzt aktuell ist es auch irgendwie jeden Tag 30 Grad, 32 Grad. Man schwitzt einfach. Obwohl ich weniger schwitze als früher. Ich glaube, das hat ein bisschen mit dem Wechselduschen zu tun. Nein, zumindest ist das nicht wissenschaftlich belegt. Das ist eher so mein persönliches Gefühl. Aber um wissenschaftlich herauszufinden, wie sehr ich am Ende des ersten Tages rieche, teste ich das Ganze radikal mit meinem Kameramann. Welches Deo benutze ich heute? Deos. Hier wahrscheinlich selber gar keins. Tatsächlich überschlägt's. Ich habe auch keins benutzt. Auch meins heißt 12 Stunden Drehtag. Am ersten Tag habe ich offenbar wirklich Glück, weil ich mich sehr viel im Schatten und im Gang aufhalte. Aber an Tag 2 drehen wir in einer engen Kölner Wohnung. Die Stadt ist ohnehin schon aufgeheizt von den heißen Tagen davor. Und am Drehtag wird es über 32 Grad heiß werden. Und ich stinke extrem. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich miefe übelst. Bevor ich so richtig anfange zu stinken, geht es einmal um Geld. Denn Geld stinkt nicht, finanziert aber Filmdrehs. Wir finanzieren den kommenden Film selber. Und beim Sparen und im finanziellen Überblick hat mir Finanzguru geholfen. Finanzguru habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die App hilft beim Überblick über Ausgaben und Einnahmen und vor allem, wofür man sein Geld ausgibt. Außerdem hilft die App mit praktischen Empfehlungen, wo man mehr sparen kann oder zeigt an, wenn zum Beispiel bestimmte Verträge zu teuer sind. Man sieht hier wirklich Einsparpotenzial und kann sich dann klare Ziele setzen, wie viel pro Monat man zurücklegen möchte
und real kann. Die App hat mir deutlich zeigen können, wie oft ich mir mal irgendwo eine Kleinigkeit gönne und wie viel ich sparen kann, wenn ich das lasse und ein bisschen bewusster konsumiere. So konnte ich einiges für unseren Film zurücklegen. Finanzguru ist dauerhaft kostenlos. Und wenn man noch etwas mehr will, bekommt man mit Finanzguru Plus eine ganze Menge obendrauf. Man kann eigene Budgets erstellen, hat sein Kaufverhalten im Blick und vor allem als Mensch mit mehreren Konten ist diese App genial. Diese Plus-Funktion könnt ihr 3 Monate kostenlos nutzen mit dem Code THECHANGE, den ihr am Reiter mehr als Gutscheincode eingeben könnt. Danach kostet die Plus-Funktion 2,99 € im Monat. Mit Finanzguru habe ich so eine bequeme Übersicht über meine Finanzen und es fällt mir oft leichter, fokussierter zu sparen. Seit 2 Jahren bin ich großer Fan dieser App. Warum mache ich das überhaupt? Was ist an Deos eigentlich so schlimm? Einige von euch haben mir schon geschrieben, dass sie gar kein Deo mehr benutzen und ihnen das sehr geholfen hat. Aber die meisten von uns packen Deo drauf, noch bevor wir eigentlich schwitzen. Und wieso? Was bringt es eigentlich? Deos benutzen wir für das frische Gefühl und gegen Schweißgeruch. Schweiß besteht fast nur aus Wasser und riecht eigentlich gar nicht. Erst winzige Bakterien auf unserer Haut machen daraus den typischen Schweißgeruch. Am meisten in den Achseln und an den Füßen. Deos bremsen die Bakterien oder überdecken den Geruch. In manchen Deos sind Aluminiumsalze, die das Schwitzen ganz stoppen, aber die Haut reizen oder ungesund sein können. Wer sich regelmäßig wäscht, braucht oft gar kein Deo. Alles klar. Schweiß riecht an sich nicht. Erst die Bakterien aus der Haut machen daraus Geruch. Mal stinkig, manchmal sogar angenehm süß, je nach Mensch. Jeder Mensch hat seinen eigenen Duftcode und unser Körper kommuniziert damit. Auch wenn wir das im Alltag kaum mehr wahrnehmen, weil wir Seife, Parfüm oder Deo benutzen und damit unseren eigenen Duftcode überdecken. Statt auf die Nase verlassen wir uns meistens auf Augen und Ohren. Ganz verlernt haben wir das nicht. Manchmal merken wir unbewusst noch, ob wir jemanden wirklich riechen können. Aber ich kommuniziere ab jetzt wieder komplett mit meinem Körper. Oh, heute wird ein krasser Tag. Es soll über 32 Grad werden. Und ich habe heute Nacht schon geschwitzt. Also heute Nacht alleine war es nicht so kühl wie sonst. Und trotz offenem Fenster. Ich bin sehr, sehr gespannt. Am zweiten Drehtag beschäftigen mich diese Dinge auch. Da ich bei den Temperaturen neben meinem möglichen Mief auch Sorge habe, dass die über 32 Grad meinem Team ernsthaft zu schaffen machen. Es ist noch früh morgens, es ist schon sehr warm und es geht auf jeden Fall schon ein bisschen los. Ich hoffe, ich muss nicht heute den ganzen Tag so rumlaufen, weil heute befinden wir uns auch bei 32 Grad die ganze Zeit in einer kleinen geschlossenen Wohnung. Das heißt, es wird sehr heiß und sehr eng, also man wird sehr krass nebeneinander sitzen. Tatsächlich ist die Stadt bereits gut aufgeheizt und ich spüre sehr schnell, wie der Schweiß anfängt zu laufen, als wir in der Wohnung zu drehen beginnen. Heiße Lampen, ein abgedunkelter Raum voller Menschen, das macht das Ganze nicht besser und es wird sogar noch schlimmer. Wird immer heißer, wird nicht besser, es wird schlimmer. Wir sind jetzt bei, was sind wir, 31 Grad, glaube ich. Ich glaube 31 Grad sind es jetzt. Und viel Wasser trinken, wenn es warm ist. So. Hier geht's gerade nicht, weil da steckt irgendwas drin. Da fällt mir ein. Wie hat mein Kameramann Marius den zweiten Drehtag eigentlich erlebt? Der stand ja ständig neben mir und hat mich zwangsläufig ständig gerochen. Ich habe ihn mal gefragt, aber ich bekomme seine Antwort erst, wenn ich das hier schon aufgezeichnet habe. Also viel Spaß. Ja, man sollte ja meinen, dass man bei einem Dreh in einer Hitzewelle bei roundabout 30, 32 Grad in einem kleinen Motiv mit sehr vielen Personen stinken könnte. Ich habe wirklich gar keine Erinnerung daran, dass Josef in irgendeiner Art und Weise unangenehm gerochen hätte. Und wir haben sehr nah beieinander gestanden. Wir haben uns körperlich sind uns sehr nahe gekommen. Ist nichts aufgefallen, also wirklich gar nichts. Die Luft generell da drin war unatembar, aber das hatte definitiv nichts mit Josef zu tun. Und so endet der zweite Drehtag. Allerdings stinke ich da wesentlich stärker als am Tag davor. Keine Ahnung, wie sehr das den anderen aufgefallen ist oder ob es einfach egal war. Endlich. Wir sind jetzt durch. Ich auch. Ich glaube, der Vorteil ist heute einfach, dass alle schwitzen, weil es so heiß ist. Aber ich habe eben in der Gruppe von 4, 5 Leuten gestanden nebeneinander, weil wir da arbeiten mussten. Und ich habe mich selber gerochen. Das ist immer so unangenehm. Aber ich habe auch alle anderen gerochen. Von daher, das hat funktioniert. Schön, dass das funktioniert hat. Es bleibt nämlich so ziemlich das Letzte, was funktioniert. Und da ihr euch seit Monaten fragt, warum ich ständig diese Flasche in der Hand habe, einmal, weil es hier drin wirklich heiß ist und ich dann daraus trinken kann und weil das nächste Experiment hier drin steckt. Okay, der Zettel ist aber klatschnass, der muss erst trocknen.
Am zweiten Tag erlebe ich den ersten spürbaren Effekt, den man nach dem Weglassen von Deo spürt. Und zwar der Schweißgeruch. Direkt nach dem Weglassen von Deo kann er vorübergehend sehr viel stärker werden. Der Tag ist vorbei und ich bin auch echt froh, gleich duschen zu können, weil ja, ich merke es jetzt schon sehr. Das Gute ist aber, ich habe es später bei allen gemerkt. Also das war schon sehr deutlich, dass es heute 32 Grad heiß war und da hat das Deo von allen versagt. Da war jetzt keiner dabei, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, riecht noch genau wie heute Morgen. Ist nicht so, als hätten irgendwie jetzt alle gestunken, aber du hast allen einfach angemerkt, dass die heute in der Sonne, in der Hitze gearbeitet haben. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht so herausgestochen gefühlt. Ich bin trotzdem extrem gespannt, ob mein Körper sich irgendwann umstellt, daran mehr gewöhnt, ob das einen Vorteil hat, weil gesundheitlich hat es wahrscheinlich einen Vorteil. Obwohl es da natürlich auch super viele Deo-Alternativen gibt, die nicht so ungesund sind. Aber ja, ich will erstmal gucken, ob ich ganz ohne Deo durchkomme. Und an einem Tag wie heute, ich glaube, da hätte kein irgendein Deo was gebracht. Das war einfach zu heiß. Das ist einfach weggezogen worden von der Hitze. Und der Schweiß kam trotzdem durch. Da können die Deo-Marken uns erzählen, was sie wollen. Also heute war keiner dabei, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, ich rieche noch irgendwas anderes außer Schweiß. Nein. Und ich merke auch, wie ich unsicher werde. Es dauert nur 3 Tage und ich habe wirklich Angst, ausgegrenzt zu werden. Ich habe sogar überlegt, das Experiment abzubrechen. Aber woher kommt diese Unsicherheit? Während der Recherche habe ich dazu was Spannendes gefunden. Deos sind nämlich noch gar nicht so alt. Dafür kippe ich jetzt Parfüm in den Videorekorder. Deodorants wurden Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, um Schweißgeruch zu bekämpfen. Allerdings war das Interesse nicht besonders groß. Bis zum Jahr 1914. Dann kam die Werbekampagne für Odorono, also Odor, oh no, die Schweißgeruch vor allem bei Frauen als Problem etablieren konnte. Durch sozialen Druck konnte Frauen die Illusion vermittelt werden, dass sie schlecht riechen. Und so wurden Deos zu einem festen Bestandteil moderner Körperpflege und sind es bis heute geblieben. Sozialer Druck und Schamgefühl also. Und auch heute manipuliert uns Werbung für Deos oft geschickt. Marken wie Axe zeigen in ihren Werbespots, dass man mit ihrem Deo angeblich besonders attraktiv wird und alle einen dann mögen. Nivea wirbt gerne mit Sicherheit und Geborgenheit. Da wird das Deo fast zu einer Umarmung. Und manche Deos, zum Beispiel wie die Marke Dove, setzen auf das Gefühl, besonders sanft und natürlich zu sein, damit man sich besser fühlt. Werbung macht uns gezielt unsicher und lässt uns glauben, wir bräuchten genau dieses Produkt, um dazuzugehören oder nicht unangenehm aufzufallen. Und auch ich habe inzwischen die Sorge, unangenehm aufzufallen, weil die Stadt sich immer weiter aufheizt und es am 3. Drehtag nochmal heißer wird. Es ist auch der erste Drehtag mit der fantastischen Tabby Pilgrim, die eine der beiden Hauptrollen spielt und von sehr weit herkommt für diesen Dreh. Guten Morgen, 3. Drehtag. Es wird heute nochmal heißer als gestern. Es ist jetzt schon 28 Grad und es wird noch heißer. Wir gehen auf 33 Grad heute zu. Und wird spannend. Die Schauspielerinnen dürfen nicht schwitzen, wegen Make-up und Anschluss der Szenen. Daher ist es wichtig, dass wir alle dafür sorgen, dass sie immer abgekühlt sind. Ich allerdings sitze fast die ganze Zeit in diesem Ofen und bin weit weg von abgekühlt. Allein diese 30 Zentimeter sind gefühlt 2 Grad Unterschied. Nur von da draußen mit dem Kopf da drin sein und hier reingehen, 2 bis 3 Grad Unterschied gefühlt. Wahnsinn. Als Tabby dann ankommt, schwitze ich schon ordentlich und umarme sie zur Begrüßung vorsichtig. Da ich mich am Drehtag tatsächlich nicht mehr getraut habe, sie zu fragen, ob ich irgendwie gerochen habe, habe ich das im Nachhinein gemacht. Ich habe ihre Antwort noch nicht bekommen. Falls ich sie bekomme, blende ich die gleich ein. Vorher gibt es aber noch eine kleine Abkühlung für das ganze Team. Boah, absolut krass mit dem Wetter. Es ist heute super heiß und schwül und dann kam krasser Regen, dann wird es wieder heiß und trocken. Also, es ist leider unangenehm. Der Vorteil war aber, es wurde die ganze Zeit darüber gesprochen, wie alle riechen. Und dieser Schweißgeruch, der überall war, weil es halt einfach auf engem Raum, ein kleines Team, es ist nicht auf mich zurückgefallen, weil alle so krass am Schwitzen waren. Deswegen fühle ich mich auch nicht super schlecht, weil alle Menschen halt natürlich heute in der Hitze geschwitzt haben. Das ist trotzdem komisch. Aber ich hätte jetzt auch in der Realität in dieser Situation gar nicht ein Deo in der Tasche gehabt und hätte gesagt, geil, ich mach das mal kurz. Ich habe kein Deo dabei, wenn ich unterwegs bin. Deswegen, ja, war das heute zwar unangenehm, ist es auch jetzt noch, aber jetzt wirklich nicht wirklich schlimm. Aber eine Sache ist trotzdem unangenehm. Es klebt alles. Alles klebt, der ganze Körper in den Haaren. Ich spüre das überall. Es ist nicht angenehm. Und auch der 3. Drehtag endet, ohne dass ein Teammitglied hingeschmissen hat.
Und falls Tabby Pilgrim mir ihre Erinnerung an meinen Geruch geschickt hat, dann kommt das jetzt. Ich habe Josef bei einem Dreh umarmt und kann mich an keinerlei Geruch erinnern, weder positiv noch negativ. Also in jeglicher Hinsicht unauffällig. Während ich unbeschadet den Dreh überstanden habe, sorgt das fehlende Deo Ende der Woche für erste Probleme in meinem Privatleben. Denn offenbar merke ich selber nicht mehr so gut, wann ich rieche. Und das ist ein Problem. Also, das Problem breitet sich offensichtlich aus. Und zwar in der Form, dass es mir nicht mehr auffällt. Also ich glaube, das ist ein Problem jetzt. Ich habe mich ein bisschen an den Schweißgeruch gewöhnt. Ich dachte, er wäre leicht, aber offenbar ist er jetzt so ein Problem, dass er auch im Vorübergehen hier bei den Menschen, mit denen ich zusammen wohne, für Probleme sorgt. Also schlecht ist, dass ich es nicht mehr mitbekomme. Ich hoffe trotzdem, dass sich das einigermaßen eingerufen wird. Ich hoffe es. Und auch sonst werden es immer mehr spürbare Effekte. Die erste Woche endet und das Experiment artet langsam in Arbeit aus. Und Patrick, wenn du jetzt denkst, cringe, was für Arbeit, du Künstler, dann kann ich ganz ehrlich nur antworten, dass ich lieber cringe bin, als mir die Chance entgehen zu lassen, neue Dinge zu entdecken und mich weiterzuentwickeln. So auch die folgende kleine Erkenntnis. Also vielleicht spare ich jetzt Deo, aber ich spare auf gar keinen Fall T-Shirts, weil ich muss jetzt im Grunde immer mindestens einmal am Tag, manchmal zweimal am Tag das T-Shirt wechseln, weil es sich so unangenehm anfühlt. Dieses Körpergefühl, dieses Schweißgefühl, und wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu duschen, will ich wenigstens das T-Shirt wechseln. Deswegen habe ich jetzt auch, wenn ich unterwegs bin und auf Drehs zum Beispiel bin, immer ein Ersatz-T-Shirt, mindestens ein Ersatz-T-Shirt dabei. Das ist zumindest dann so ein bisschen dieses Gefühl von wieder frisch zu sein. Sogar ziemlich sehr das Gefühl von wieder frisch zu sein. Nach ein paar kühleren Tagen, ohne große Veränderungen, wird es wieder richtig heiß. 32 und mehr Grad sind angesagt und ich habe einen sehr wichtigen Job vor mir. Einen, von dem ich träume, seit ich so groß bin. Okay, kleiner Witz, aber der Job ist wirklich wichtig, weil er für Folgejobs für die nächsten Jahre sorgen wird. Ist der Zettel schon trocken? Nein! Als Regisseur und Drehbuchautor biete ich auch immer wieder Seminare, Workshops und Weiterbildungen an. Dafür bin ich regelmäßig bei sehr großen Streaming-Anbietern, die ich nicht nennen darf, Fernsehsendern oder Filmproduktionen und erzähle etwas über Storytelling, Drehbuchschreiben oder kreatives Produzieren von Film oder Webvideo. Das Tolle an diesen Jobs ist, man gibt ein erstes Seminar und meistens buchen die Sender oder Auftraggeber danach weitere Seminare für Jahre im Voraus. Und das ist super gut für meine finanzielle Sicherheit als selbstständiger Künstler. Und genau so ein Seminar habe ich Mitte der 2. Woche. Ein großer, wichtiger, neuer Sender als Kunde. 8 Stunden, 15 Leute, keine Klimaanlage, winziger Raum. Ist nicht wirklich ein Ort zum Stinken. Und am Abend vorher bin ich entsprechend nervös. Es war heute schon richtig, richtig heiß. Und es soll morgen noch heißer werden. Es gibt morgen einen Storytelling-Workshop. Und ich glaube, das wird richtig brutal, weil es heiß wird. Und dann bin ich mit irgendwie 15 Leuten in einem Raum. Und ich glaube, das könnte sehr unangenehm werden. Ich habe da gerade noch keine gute Lösung für. Ja, und auch am nächsten Morgen habe ich keine Lösung, außer zu duschen und mir selbst die Daumen zu drücken, dass irgendwer diese Klimaanlage repariert, bevor ich da bin. Das passiert leider nicht. Und meine Unruhe steigt. Wenn ich hier heute stinke, war es das vermutlich mit dem neuen wichtigen Auftraggeber. Und im schlechtesten Fall spricht sich das rum. Und während ich zum Sender unterwegs bin, bekomme ich einen Anruf. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Seminar und bekomme einen Anruf, dass das Seminar stattfindet, aber nicht vor Ort. Es wird online stattfinden. Das heißt, ich kann das Ganze von zu Hause aus machen. Und der Grund ist tatsächlich die Hitze. Es ist so heiß, dass mehrere Leute gesagt haben, sie möchten nicht in den Raum, weil er keine Klimaanlage hat. Es ist ihnen zu heiß. Und ob wir das online machen können. Und ja, das entspannt mich gerade auf jeden Fall. Okay, also muss ich nur schnell mein Online-Setup aufbauen und gebe das ganze Seminar digital. Komplett schwitzend und stinkend, aber das merkt ja kein Mensch. Die ganze Geschichte mit dem Seminar heute hat gut funktioniert, weil ich zu Hause gewesen bin, weil ich nicht vor Ort war. Ich finde es so vom Körpergefühl her gar nicht so schlimm, sondern das Unangenehme ist eigentlich dieses Gefühl, dass man vielleicht den anderen Leuten unangenehm ist, dass man vielleicht riecht, weil das ist immer noch nicht ganz weggegangen. Das kommt vor allem im Kontakt mit Menschen immer mal wieder hoch. Ich habe ja schon ein paar Leuten meine Unterarme ins Gesicht gehalten, um zu gucken, wie es aussieht, und lief bis jetzt ja immer ganz gut. Aber dauerhaft brauche ich zumindest eine Deo-Alternative. Es gibt natürlich auch viele Deo-Alternativen.
Aber davon lasse ich für dieses Experiment die Finger, denn ich will herausfinden, ob mein Körper es von selbst schafft, den Schweißgeruch zu reduzieren. Ende der 2. Woche sieht es nämlich noch nicht so wirklich danach aus. Da wirkt es eher so, als hätte mein Körper die Schweißproduktion erhöht. Es ist so heiß, dass alles klebt. Also ich spüre das richtig unter den Armen. Das ist schon anders, wenn man Deo drunter hat. Ich spüre richtig, wie der Schweiß sich sammelt, wie der runterläuft. Es ist schon wirklich kein geiles Körpergefühl gerade. Schon wieder irgendwie knapp an die 30 Grad heute. Ich habe heute die ganze Nacht die Fenster offen gelassen, damit der Raum hier kalt ist, weil ich heute hier arbeite. Es hat leider nicht genügt. Ich hatte bis eben auch die Gardinenkasse unten, aber jetzt habe ich nochmal aufgemacht, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Es fühlt sich körperlich einfach richtig eklig an. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendeine körperliche Umstellung gibt. Weil wenn das ist, ohne Deo, dann ist das schon krass. Vor allem, ich rieche mich wieder selbst. Ich bin es nicht gewohnt, ich finde es nicht gut. Und damit bin ich nicht allein. Viele Menschen mögen ihren eigenen Körpergeruch nicht, weil wir Angst haben, von anderen abgelehnt zu werden oder durch soziale Ängste und kulturelle Erwartungen geprägt sind. In manchen Ländern ist es auch ganz anders in Bezug auf Schweißgeruch. Wir nehmen manchmal unseren Geruch auch stärker wahr, als er wirklich ist. Und wir bewerten Gerüche auch emotional. Sind sie mit schlechten Erfahrungen verbunden, wirken sie oft unangenehm. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Erinnert euch mal an den Geruch von Haaren von eurer Partnerin oder eurem Partner. Oder der Geruch von Regen, den ich liebe. Aber meinen eigenen Schweiß mag ich auch nicht so. Ganz ehrlich, aktuell freue ich mich wirklich drauf, bald wieder Deo benutzen zu können, weil ich jetzt einfach regelmäßig in Situationen komme, wo ich so schwitze und das so unangenehm ist. Heute habe ich 3-mal geduscht, weil ich einfach Termine hatte und wo ich Leute getroffen habe. Und das macht ja auch ganz viel mit einem. Und das macht ganz viel mit dem Selbstbewusstsein in solchen Momenten, wenn man vor allem dann so Meetings hat. Und man geht dann da so rein und fühlt sich unwohl. Und ich weiß nicht, ob ich das weglernen kann, auch in 30 Tagen. Und ob ich das auch will. Weil ich glaube, was ich möchte, ist besser darauf gucken, was ich benutze, wenn ich Deo benutze. Ich vermisse wirklich dieses Gefühl, sich was unter die Arme zu schmieren, gut zu riechen erstmal wieder und dieses Gefühl nicht mehr zu haben, dass man so klebt. Das macht ja einfach ganz viel, auch wenn das ja nur unter den Armen ist, Deo, gibt mir das total viel fürs ganze Körpergefühl. Ich muss aber sagen, vom Gefühl ist es viel besser geworden. Ich habe das Gefühl, ich schwitze weniger. Ich schwitze natürlich noch, das ist ja auch richtig, soll der Körper ja auch, aber ich habe nicht mehr dieses super unangenehme Gefühl unter den Achseln, was ich anfangs hatte. Das ist auf jeden Fall weg. Es ist jetzt eher so ein Gesamtkörpergefühl-Ding, dass ich denke, ich rieche, aber ich rieche auf jeden Fall weniger. Zumindest für meine Nase. Ich habe jetzt noch keinen Riechtest mehr machen lassen, aber den mache ich noch. Ich werde das demnächst wieder jemanden testen lassen, da muss jemand dran. Den finalen Test gibt es an Tag 31. Vorher schwitze ich aber noch einige Nächte so richtig durch und wache auch nass geschwitzt auf. Ich bin heute schwitzend aufgewacht. Es war so unangenehm. Schwitzend aufwachen, nicht das angenehmste Gefühl. Und ich will jetzt auch nicht immer 3-mal am Tag duschen. Ich will einfach versuchen rauszufinden, ob mein Körper sich irgendwie umstellt, anpasst an die Situation, ob ich irgendwie besser damit leben kann. Ich habe mich noch gar nicht mit Deo-Alternativen beschäftigt. Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Aber erstmal will ich gucken, was mein Körper so selbst schafft und wo die Reise so hingehen kann. Während ich nachts schwitze, zittere ich tagsüber vor Angst, wegen meines Schweißgeruchs irgendwo rauszufliegen. Denn in der nächsten Hitzewoche gibt es sommerliche Shows, glühende Geburtstage und heiße Hochzeiten bei über 30 Grad. Und ich bin überall mittendrin, ohne Deo. Es ist über 30 Grad. Ich habe heute Morgen frisch geduscht. Es fühlt sich alles so ekelhaft schweißig an. Ich merke, dass ich richtig rieche. Es ist mir super unangenehm. Es sieht gerade super albern aus. Aber der Grund, warum ich diesen Schirm trage, ist, weil ich dann weniger schwitze. Und es ist wirklich brutal. Also ein Regenschirm bei Sonne habe ich noch nie gemacht. Geile Idee. Ich habe in der 3. Woche das Gefühl, dass sich nicht wirklich etwas ändert. Also, dass nichts besser wird. Und auch an Tag 16 auf so einer Sommerfeier. Ich werde hier übrigens nicht so konkret, weil meine Freundinnen und Freunde sind nicht auf Social Media. Deswegen sage ich nicht genau, was und wie ich wo war. Aber ich werde sehr konkret darin, wie es mir in dieser Woche gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, es gibt keine Besserung. Aber die Temperaturen werden höher, also wird der Zustand unangenehmer und intensiver. Hier gibt es ein bisschen den Vorteil, es gibt richtig viel Wind, der gerade aufkommt. Das heißt, es wird sich wieder ein bisschen abkühlen. Und es dauert 3 Wochen, bis ich meinen ersten wirklich positiven Effekt feststellen kann. Und dieser Effekt löst eine langfristige, nachhaltige Veränderung aus, von der ich an diesem Zeitpunkt noch gar nichts ahne. Aber eine Sache, die wirklich gut ist an diesem Experiment, ich glaube, ich habe mich noch nie so viel mit meinem Körperempfinden und Körpergeruch in Verbindung beschäftigt. Also aufs Positive, so mal genau darauf zu achten, wann fühlt sich wie
der Körper an. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gemacht, wie ich das gerade mache. Und das ist allein dafür eine super interessante Erfahrung. Das bleibt nicht die einzig interessante Körpererfahrung. Schwitze ich eigentlich inzwischen weniger? Ich habe mal gehört, dass man weniger schwitzt, wenn man kein Deo mehr benutzt. Nein, man schwitzt ohne Deo nicht weniger. Was sich aber ändern kann, ist der Schweißgeruch. Wie anfangs erwähnt, kann er direkt nach dem Weglassen von Deo stärker werden. Das ist aber nur vorübergehend so. Denn dann passt die Hautflora sich langsam an. Mein Körpergefühl wird langsam besser. Allerdings stehen ein paar extrem heiße Tage mit 34 Grad im Schatten an und ich möchte dieses neue, gute Körpergefühl nicht verlieren. Außerdem steht eine weitere wichtige Feier im Freundeskreis an. Also greife ich zu einem Trick, auf den ich viel früher hätte kommen können. Heute habe ich einen Trick benutzt. Ich habe Leinenhemden, Leinenhose, nur Leinen an. Da schwitzt man nicht so stark drin. Das ist einfach ein kleiner Hack. Hä? Und das macht so viel aus? Nur anderer Stoff? In Leinenhose und Hemd schwitze ich wesentlich weniger. Das liegt daran, dass der Stoff sehr atmungsaktiv und luftdurchlässig ist. Dadurch kann die Haut besser atmen und die Luft zirkuliert frei um den Körper. Außerdem saugt Leinen den Schweiß schnell auf und gibt ihn rasch wieder ab, sodass die Haut trocken bleibt und sich kühl anfühlt. Perfekt. Zusätzlich leitet Leinen Wärme gut ab und klebt nicht so an der Haut, was das Schwitzen reduziert und das generelle Körpergefühl verbessert. Und das macht echt einen Unterschied, wie ich auch an diesem Abend merke. Nach hinten raus ist es dann doch ein bisschen krass geworden. Waren auch immerhin 33 Grad. Aber der Vorteil ist, man ist besser abgekühlt mit diesen Leinenklamotten. Habe ich nicht so viele von. Ist aber, glaube ich, wirklich eine gute Idee, wenn es so heiß wird. Vor allem, wenn man auf Feierlichkeiten geht, wo man nicht einfach irgendwie nur in einem T-Shirt auftauchen will. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es vom Körpergefühl heute wesentlich besser war. Und ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich ein bisschen angeglichen. Vielleicht waren es aber noch die Klamotten, deswegen muss ich das mal ein bisschen prüfen. Aber das Level an Schweiß war heute auf jeden Fall nicht so krass wie sonst. Und auch der Körpergeruch ist lange nicht da, wo er in den Tagen davor war. Kurz vor der letzten Woche häufen sich plötzlich die Aha-Momente. Aber auch meine Beziehung zu meinem eigenen Körper wird immer mehr ein Thema bei mir. Und das ist etwas, das ich in der Form so noch nicht erlebt habe, aber jetzt umso intensiver spüre. Eine Sache habe ich heute gemerkt, die wirklich für mich einen Unterschied macht. Sauberkeit ist viel wichtiger als mit Duft übertünchen. Ich habe heute öfter mal meinen Waschlappen unter den Armen sauber gemacht. Ich habe wie immer meine Kleidung öfter mal gewechselt. Heute war auf jeden Fall ein Tag, an dem ich das Gefühl hatte, ich komme langsam wieder zu so einem Körpergefühl, mit dem ich mich wohlfühle und wo ich nicht dieses unangenehme Gefühl habe, die ganze Zeit zu stinken, sondern wenn ich das Gefühl hatte, jetzt geht's vielleicht gleich los, habe ich versucht, irgendwo in ein Bad zu gehen, mich ein bisschen frisch zu machen mit Wasser, habe Ersatz-T-Shirts dabei gehabt. Das ist sofort ein super gutes Gefühl. Und dadurch verliere ich auf jeden Fall meine Paranoia, dass ich stinken könnte. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es nicht trotzdem tue. Also ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass ich das nicht mehr so rieche. Also ich habe das Gefühl, ich akzeptiere meinen eigenen Körpergeruch gerade auf eine neue Art und Weise. Der ist mir nicht unangenehm. Das ist einfach ein menschlicher Geruch. Und wenn der nicht extrem ist, und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, was man isst, wie man riecht, dann war's das schon. Dennoch entsteht auch eine neue kleine Sorge. Rieche ich mich selbst überhaupt noch? Merke ich überhaupt noch, ob ich irgendwie vielleicht stinke? Denn Sommer ist auch Pollenzeit und Gräser verstopfen sehr gerne mal meine Nase. Vielleicht stinke ich inzwischen über alle Maße, aber keiner traut es, das mir zu sagen. Vielleicht mief ich inzwischen wie so ein Tier. Was soll das heißen? Tiere brauchen auch Deo? Albern. Obwohl vielleicht nicht ganz. Denn der Körpergeruch von Tieren ist in manchen Fällen tödlich. So tödlich, dass man in einem Fall tatsächlich aktuell überlegt, Deo für Tiere zu entwickeln. Tatsache. Vögel wie der Kakapo und der Kiwi aus Neuseeland riechen ziemlich stark, weil sie früher keine Fressfeinde mit guter Nase hatten. Seit aber Katzen und Wiesel ins Land gekommen sind, werden sie von diesen Raubtieren leichter gefunden. Der Biologe Jim Brisky hat deshalb die Idee, ein Deo für Vögel zu entwickeln, das ihren Geruch überdeckt. Oder Einlagen fürs Nest, die so wirken wie Schuheinlagen gegen Fußgeruch und Fressfeinde abhalten. Ob das klappt, muss aber noch herausgefunden werden. Aber ich mochte die Idee. Während die Vögel also stark riechen, kühlt es bei mir gleichzeitig ab. Es regnet einige Tage und ich entspanne mich, bis es dann nochmal richtig heiß wird. Und trotz all dem überwiegen die eingangs erwähnten positiven Effekte inzwischen deutlich. Und dann passiert nochmal etwas völlig Neues.
Ich benutze nicht oft Parfüm. Ich benutze eigentlich nur Parfüm auf so öffentlichen Events, also wenn irgendwelche Netzwerktreffen, Filmpremieren. Ich habe es jetzt auch in der ganzen Zeit gar nicht genutzt. Und ich glaube, das wäre manchmal noch so ein bisschen wie ein extra Mantel gewesen, so ein Schutzmantel, das Parfüm zu haben. Jetzt ist es aber so, dass ich irgendwie zu einer sehr guten Freundschaft mit meinem Körpergeruch gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich vorher ein schlechtes oder gutes Verhältnis hatte. Es war halt so, wie es war. Aber jetzt bin ich einfach sehr entspannt damit. Das stimmt, so rieche ich, das ist völlig in Ordnung. Ich habe glücklicherweise nicht so das Problem, dass ich so extrem krass nach Schweiß rieche, nach Aussagen von meinem Umfeld jetzt. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach mir selbst ein bisschen näher gekommen dadurch, durch dieses Experiment und durch diese Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Körpergeruch. Das habe ich so noch nie gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, war in der Pubertät, wenn man einfach merkt, dass man anfängt, stärker zu riechen und sich einfach da viel entwickelt. Aber jetzt nochmal diese Konfrontation zu haben damit, hat mir total geholfen. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Stück mehr Selbstliebe, nur aus dieser Konfrontation mit dem eigenen Geruch. Und ich frage mich dann, wieso übertüncht man so viel von diesem Geruch? Generell weiß ich, dass es früher für mich total normal war, Deo zu benutzen und Parfüm drauf und auch nicht wenig. Und man so den eigenen Körpergeruch komplett tot gemacht hat. Und ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass wir alle unbedingt mehr nach Schweiß riechen sollten. Aber Körpergeruch ist ja auch was total positiv Intimes. Auch in Partnerschaften. Da will ich ja nicht das Parfüm der anderen Person riechen, weil das kann ja auch irgendwer anders drauf tun. Ich glaube, dass wir wirklich dieses Sprichwort ernst nehmen können. Ich kann den anderen riechen oder nicht riechen. Ich glaube, wir können viel darüber erfahren, wie die anderen drauf sind und ob die zu uns passen. Dadurch, wie sie wirklich riechen und nicht dadurch, was wir auf uns draufpacken, um das vielleicht auch zu verstecken. Erinnert ihr euch, dass ich von meiner Gräserallergie gesprochen habe? Die schlägt am Ende des Experiments richtig zu. Das heißt aber auch, dass ich seit einiger Zeit schon nicht mehr richtig rieche. Und das wird mir leider erst am vorletzten Tag richtig bewusst. Ich renne den ganzen Tag rum und denke mir, krass, ich habe gar keinen Körpergeruch mehr. Es ist super angenehm, dabei ist es heute total heiß. Ich habe mein Leinenhemd an. Ich merke so, ich schwitze, aber ich rieche gar nicht mehr. Um dann jetzt abends richtig herauszufinden beim Essen, dass ich nichts mehr schmecke und nichts mehr rieche, weil ich irgendwie die Nasen zu habe von Pollen oder was auch immer. Und dann gab es noch einen Effekt aus dem Nichts. Das ist mir auch erst nach dem Duschen gegen Ende des Experiments aufgefallen. Denn obwohl ich nichts geändert habe im Bereich Ernährung oder Bewegung, sondern nur auf Deo und Parfüm verzichtet habe, ist das hier passiert. Mein gesamtes Hautgefühl auf dem ganzen Körper ist besser geworden. Also meine Haut fühlt sich weicher und ebener an. Ich habe jetzt keine eindeutigen Belege dafür gefunden, dass es hier einen Zusammenhang damit gibt. Aber dieser Effekt hält nach wie vor an und hat mich wirklich beeindruckt. Das ist so ein angenehmes Gefühl. Aber kommen wir zum Showdown, zum Finale, zum olfaktorischen Belastungstest. Um herauszufinden, ob ich nach über einem Monat ohne Deo ein natürliches Duftbild abgebe und nicht mehr unangenehm rieche, habe ich etwas geplant. Mein guter Freund Steven kommt vorbei und muss an mir riechen. Aber nicht einfach so. Wir werden vorher mehrere Stunden lang bei knapp 30 Grad Möbel aufbauen. Und danach werde ich ihn fragen, unvorbereitet. Er muss riechen. Und er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Das merkt man vielleicht auch, denn ich habe einfach die Kamera angemacht. Ja, was soll ich machen? Was? Ich mach mal was. Was soll ich denn machen? Ich zeig dir, was du machen wirst. Pass auf. Heute ist Tag 31, an dem ich kein Deo benutze. Wir haben jetzt gerade einen kompletten Schreibtisch zusammen aufgebaut. Ist dir das aufgefallen bis jetzt im Kontakt? Nö. Fällt es dir jetzt auf? Nein. Gar nicht. Wirklich nicht? Nein. Gar nicht. Krass. Ich schwör's dir. Man riecht wirklich nicht. Ich schwör's dir. Man sieht aber auch nichts. Man sagt doch immer, dass man dann keine Schweißränder mehr sieht. Das stimmt. Aber man sieht auch nichts. Deswegen habe ich gerade zuerst geguckt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Na klar. Weil eigentlich, man sagt ja immer, das verhindert ja auch dann diese Schweißränder Ja. oder sowas. Aber Ja, mache ich jetzt wohl weiter. wofür bezahle ich eigentlich Geld dafür? So, ist der Zettel inzwischen trocken? Das sieht gut aus. Dann lese ich euch jetzt das nächste Experiment vor. Ach so, und falls ihr es euch nicht schon gedacht habt, ich gebe kein Geld mehr für Deos aus. Warum auch? Also es gibt aktuell keinen Grund. Und sollte es den wieder geben, werde ich mich mit Deo-Alternativen auseinandersetzen. Wenn euch das interessiert, mache ich dazu gerne auch ein Video. So, aber das nächste Experiment beschäftigt sich mit Cholesterinwert senken. Das ist alles? Nein. Guck mal, da sind noch viel mehr Zettel drin. Ach, guck mal, das sind alles Videotitel
für das nächste Video. Ich habe 30 Tage lang etwas getan, was sonst niemand macht. Und mein Arzt war überrascht, okay? Kann ich meinen Cholesterinwert senken, ohne Joggen oder Diät zu halten? Keine Ahnung. Und 30 Tage lang 10.000 Schritte am Tag, ohne das Haus zu verlassen. Wisst ihr, worum es im nächsten Video gehen wird? Schreib mir und pass auf dich auf. Bis bald.